Das ist cool. So, moinsen. Das ist der Manuel Schad von SWD Sports. Und das ist der Wuschel. Und der Jörg alias Wuschel. Er sieht immer noch genauso aus wie mein gutes Mikrofon. Kann nicht sein, ich bin frisch gewaschen, frisch geduscht. Oder dass ihr auf die Idee kommt, mich auch Wuschel zu nennen, das darf nur er. Also, es darf nur ich. Was haben wir euch heute zu erzählen? Erstmal neue Location. Wir sind mitten in der Kneipe gerade. Eine Pension in einer Stadt in Rumänien. Die Stadt in Rumänien, ja. Die Pension habe ich markiert. Die Stadt kann ich nicht aussprechen. Was machen wir da? Wir sind trocken untergekommen, sicher. Wuschel guckt kurz, wo wir sind. Unser Motorrad ist im Garten und wir bekommen jetzt ein Bett. Eine Dusche haben wir schon und wir bekommen auch eine Pizza zum Essen. Was haben wir heute alles erlebt? Wir sind in Covasna. Covasna an der 15, Genau. die wahrscheinlich nur Feldweg ist, ne? Ja. Wie alles, was da nummeriert ist. Genau. You must take it a little bit leiser. Hier geht's ab, da tanzen gleich die Mädels. Guckt, Bärenfeller wie auch schon, Lammfell auf dem Sitz. Ja, die alten Männer brauchen ja was für ihre Prostata, dass die warm bleibt und der Rücken. Bevor sie gehen, ne? Okay, wir sind heute gut rausgekommen bei 0 Grad und der ganze Tag hat sich so um die 0 Grad gehalten. Ne? Ja, war ziemlich kalt. Ja. War ziemlich kalt. Gesehen haben wir alles. Also ich wollte eigentlich, das habe ich mir die ganze Zeit so in den Kopf gesetzt, ich wollte erzählen, wie geil das heute ist. Und dieser TED-Tag, der hat von den Alpen, Alpenvorland, von der Fränkischen Schweiz, von allem was gehabt. Ja, war alles dabei. Kunterbunt gemischt. Wir sind durch 2 Felsen durchgefahren, da waren auch ganz viele Touristen, die da Fotos gemacht haben. Das war endgeil, da zwischendurch zu segeln, es ist einfach nur klasse. Die Kälte hat gar nichts ausgemacht, ich habe einfach was unter meinem kleinen Anzug angezogen, den kleinen Windstopper und noch mein Westchen und dann hat es schon gepasst. Ne? Und wir sind dann auch gut vorangekommen, ca. 320 Kilometer, was sagenhaft ist auf diesen Strecken. Wir waren ganz weit oben wieder, Ja, auf so einer Panoramastraße. Ja. Und dann kommen wir raus auf eine Teerstraße und dann steht da ein super geiles Bistro und das war unser Frühstück. Eine geile Suppe mit Kartoffelecken. Genau. Und da ist was passiert, was ich eigentlich nicht geglaubt habe, dass es passieren kann. Wir haben die Mopeds abgestellt, haben uns gefreut, da ist ein Restaurant, da gibt es was Warmes zum Essen, was Warmes zum Trinken, satteln wirklich schön ab, Helm drauf, laufen weg, da oben stürmt es wie die Sau. Und was macht der Wind? Der schmeißt mein Moped komplett einmal um. Ich habe nicht geglaubt, dass es funktioniert, aber so stark war der Wind, dass das Motorrad umgeschmissen hat. Also es hat richtig geblasen Ja. da oben. Eigentlich wollten wir kurz vorher schon Halt machen, wollten einen Happen essen, aber dann habe ich mir gedacht, mit dem Wind und dann kommen wir auf die Straße und da steht mitten im Nichts ein Bistro. Ne? Also einfach Skigebiet. Dann haben wir den Andreas getroffen, einen Ungar, der lebt hier in Rumänien und bietet Touren an. Ich habe bloß die Adresse nicht, aber er hat uns halt erzählt. Den haben wir mitten im Berg getroffen, der hat uns dann gefragt, was wir da machen. Wir haben gesagt, ja, wir fahren in Tour und nach was schaut es denn aus? Ne? Also rumstehen tun wir nicht. Wir haben sie wahrscheinlich gewundert, weil die sind mit Sportenduros gefahren und wir mit unseren schwer bepackten Eseln sind da oben auch rumgefahren. Und das nicht langsam. Ja, war cool. Also mitten in der Höhe, arschkalt, neben so einem Sendemast trifft man einen Ungarn, der in Rumänien lebt und Touren anbietet. Auch langhaarig wie ich, also war gleich sympathisch. Ne? Und die haben nur so dünne Klamotten angehabt, das hat mich echt gewundert. Ja, dann ging es weiter. Ja, Steinbrüche, alles haben wir dabei gehabt. Wir sind durch Holzfällersiedlungen gefahren, also war richtig cool. Und so auf dem Ende zu sind wir bei einem Mixmarkt, jetzt müssen wir uns ein wenig beeilen, sonst ist wieder Laden voll. Ja. Bei einem Mixmarkt und bei diesem Mixmarkt gab es keinen Kaffee und Kaffee wäre echt gut gewesen. Und dann kam dieser deutsch sprechende Junge, der Mann, den werdet ihr auch in unserem Video dann sehen. Ja. Und der fragt uns dann, was wir suchen. Er sagt mir einen Kaffee und dann sagt er, kommt mit zu mir. Bei uns gibt es einen Kaffee. Erst haben wir gezögert, dann sind wir mitgefahren. Ja. Und wir waren schon fertig. Ich habe noch eine Karte von 1970 geschenkt bekommen, wo das alte Rumänien zu sehen ist, neue Rumänien, weil ich gefragt habe, warum da Ungarn im Krieg waren. Wir waren auf einer Kriegsgräberstätte, genau, die hat man Die haben wir vergessen. gesehen, ja.
Und just in dem Moment, wo wir schon absegeln wollen, sagt er fährt selber eine Transalp. Und dann sage ich, du, ich habe ein Problem mit meinem Hinterreifen, hast du einen Schlauch für mich? Schlauch hat er keinen gehabt, aber wir haben die Location genutzt, Smooth rausgeschmissen, Smooth war am Ende und haben einen neuen Schlauch reingezogen. Die ganzen Kumpels von dem sind gekommen und es war natürlich so ein kleines Fest und wir sind auch eingeladen worden, wir hätten dort bleiben sollen, aber alles muss man sich jetzt nicht geben und wir haben uns nicht getraut, wir sind lieber weitergezogen und haben jetzt die tolle Pension da gefunden, die wirklich auch klasse aussieht. Ich nehme euch mal kurz mit und zeige euch die mal. Nur empfehlen, ja. Der Barkeeper lächelt auch, ne? Der kann nicht lachen. Der kann nicht lachen. Also es sieht schnuckelig aus. Bis auf die Stelle. Schlecht rasiert. Also es ist schon eine geile Location, ne? Und da steht unser Essen dann auch schon. Hallo? Unser Essen. Oh. Jetzt müssen wir uns ein wenig beeilen. Morgen machen wir weiter. Salat haben wir auch schon hier. Richtig lecker. Tomaten, Gurken, Grün, Zwiebeln. Chicken Bacon, ja. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Okay, ihr seht, wir sind jetzt beschäftigt. Wir müssen uns den Bauch vollschlagen. Wir haben halt Energie verbrannt ohne Ende, glaube ich. Ja, das stimmt. Es war hart. Richtig Gas geben Wir haben heute. es auch wieder richtig laufen lassen. 170 Kilometer sind es noch, dann haben wir den Track zu Ende. Ja, Und dann schauen wir mal weiter, wie es weiterläuft. da geht's zu dem Kumpel. Ja. Bleibt am Ball, seid gespannt, es wird immer was. Wir haben jetzt einige Kilometer drauf. Jetzt wird auch das eine oder andere am Motorrad langsam aufgeben, denke ich. Ne? Nö, Ja, es kommt noch. Wir kennen den Spaß doch. Ja. Na gut, wir nehmen sie ja ganz schön her, muss man ehrlich sein. Jetzt mit Schlauch ist es für mich ein wenig schlechter zu fahren. Ich bin das immer gewohnt mit dem Moose, aber in diesem Land hier werde ich jetzt nicht auf die Schnelle einen Moose bekommen. Und dann wollen wir den Helmut ja besuchen. Also bleibt am Ball, abonniert uns in Instagram, Facebook und wo auch sonst. Macht die Glocke an. Es war geil mit euch. Danke, dass ihr zuschaut. Euer Wuschel. Wuschel und euer Manuel. Bis dann. Mach's gut, Ciao.